Wir Menschen sind die Wesen auf dem Planeten, die die Naturgesetze genau verstehen und für eigene Zwecke auch umgehen möchten. Oft sollen diese Ziele dadurch motiviert sein, positive Dinge zu ermöglichen. Die Frau war bisher das Wesen, das das Kind gebärt und es auf die Welt bringt. Es besteht eine nicht zu unterschätzende Wahrscheinlichkeit, dass sich dies in ferner Zukunft ändern könnte. Die Medizin hat ein bemerkenswertes Level erreicht. Das Unternehmen Ectolife zeigt in einem Konzeptvideo eine Art Babymaschine, die Menschen in künstlichen Gebärmuttern heranreifen lässt. Der in Berlin lebende Molekularbiologe Hashem Al-Gaili steckt hinter dieser Idee. Die gezeigte Anlage erinnert an einen Science-Fiction-Film und löste bei den meisten Menschen eher negative Gefühle aus, obwohl das System den Menschen helfen soll. 75 Labore mit jeweils 400 Wachstumskapseln oder künstlichen Gebärmuttern. Pro Jahr sollen bis zu 30.000 gezüchtete Babys fertiggestellt werden. In erster Linie soll es den Frauen helfen, bei denen die Gebärmutter beispielsweise aufgrund von Krebs chirurgisch entfernt wurde. Kaiserschnitte oder Frühgeburten sind Geschichte. Die Stationen werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz medizinisch überwacht und versorgen das Embryo mit den nötigen Nährstoffen. Es wird die Gebärmutter simuliert. Nach der Geburt kann man einen DNA-Test machen, um zu bestätigen, dass das Kind auch tatsächlich von den Eltern stammt. Eine künstliche Nabelschnur ist mit einem großen Bioreaktor aus Nährstoffen, Sauerstoff und einer Lösung, die als Fruchtwasser dient, verbunden. Einem zweiten Bioreaktor werden die Abfallstoffe abgegeben. Mithilfe einer installierten Kamera können sich die Eltern des Kindes natürlich per App das Heranwachsen des Embryos anschauen und sogar mit ihm kommunizieren. In der App soll es sogar ein Zeitraffer-Video der kompletten Wachstumsphase geben. Durch eine 360-Grad-Kamera kann man mit Hilfe von VR-Brillen sogar die Perspektive des Babys einnehmen. Durch Lautsprecher ist es auch möglich, mit den Babys zu sprechen oder mit Hilfe einer integrierten Wiedergabeliste in der App ihnen Musik vorzuspielen. Eine Haptikweste simuliert sogar die Tritte des Babys. Das hört sich alles wunderbar an, für die Frauen, die keine Kinder mehr gebären können. Doch auch Paare, die die meist schwierige Schwangerschaft nicht mehr erleben wollen, können Ectolife nutzen. Es ist kaum zu fassen, aber durch das Elite-Paket, was wirklich so genannt wird, soll dies möglich sein. Hautfarbe, Augenfarbe, Größe oder Charaktereigenschaften seien mit Hilfe von Genveränderungen einstellbar. Die Krönung kommt aber noch. Durch kleinere Bioreaktoren wird sogar angeboten, Wachstumskapseln mit nach Hause zu nehmen, sodass der ganze Prozess auch im eigenen Zimmer möglich wird. Interessant ist auch zu erwähnen, dass die komplette Anlage mit erneuerbaren Energien arbeiten soll. Die Abfallstoffe in dem erwähnten zweiten Reaktor werden recycelt, um nützliche Nährstoffe aus ihnen zu gewinnen. Eines Tages sicherlich alles umsetzbar. Doch dass es mit diesem Projekt schon so weit ist, bezweifeln einige, auch wenn das System auf 50 Jahre interdisziplinärer Forschung beruhen soll. Die Unfruchtbarkeit steigt. Dafür gibt es etliche Gründe. Neuerdings wird sogar die Meinung vertreten, dass der Klimawandel dazu beiträgt. Statt an den tatsächlichen Ursachen anzusetzen, werden nun Lösungen geboten, die zu einem bösen Trend führen und uns von der natürlichen Lebensweise entfernen können. Die körperliche und emotionale Bindung zu der Mutter fängt schon im Mutterleib an. Welche Auswirkungen könnte es auf die weitere Entwicklung des Kindes haben, wenn diese wichtige Phase fehlt? Es ist letztlich eine sehr große Ansage von Ectolife. Es ist so, als würden sie sagen wollen, wir brauchen den menschlichen Körper überhaupt nicht mehr. Wir können Menschen besser zur Welt bringen. Man ist verblüfft, wo wir mittlerweile angekommen sind. Motivierte Einzelpersonen sind manchmal in der Lage, alles Unmoralische für ihr Erfolg zu tun. Dazu brauchen sie nicht einmal Teil einer herrschenden Gruppe zu sein. Ist ihnen denn nicht bewusst, wohin das Ganze führen und wozu es von Menschen genutzt werden kann? Woran erinnert euch das Ganze?
Brave New World ist ein dystopischer Roman von Aldous Huxley aus dem Jahre 1932. Es geht um eine düstere Zukunft, in der 10 Diktatoren über die ganze Welt herrschen. Es gibt keine Privatsphäre und keine Familien. Kinder kommen nur noch in Laboren auf die Welt. Natürliche Fortpflanzung wird als schmutzig und unnatürlich gesehen. Ist der nächste große Schritt dann der Film Matrix? Hier ist Menschenleben nichts weiter als eine Energiequelle für die künstliche Intelligenz, die sehr weit entwickelt ist und über den Menschen herrscht. Der Mensch ist eine Art lebende Batterie. Leben tun sie in einem hochentwickelten Metaversum, in der Matrix. So pessimistisch es auch klingt, wir bauen gerade die einzelnen Komponenten für eine solch traurige Welt. Wir akzeptieren immer öfter plausible Gründe, die ein solches System rechtfertigen. Hören wir bald auch die Aussage, dass eine solche Anlage umweltfreundlicher und effizienter ist als der natürliche Weg, Kinder zu bekommen, begeben wir uns auf ein ganz böses Terrain. Menschenleben ist weitaus mehr als eine Energiequelle. Das sollte in der Zukunft auch so bleiben. Schaut man sich die einzelnen Komponenten eines solchen Systems wie Entmenschlichung, künstliche Intelligenz oder Energie an, entsteht der Eindruck, die Autoren solcher Science-Fiction-Werke seien genial. Doch wahrscheinlich ist es nur eine realistische Abschätzung der Entwicklung. Interessante und beunruhigende Frage zugleich, warum es eine solche Vorhersehbarkeit bei der Entwicklung der Menschheit überhaupt gibt.